Ja, hallo und grüß euch. Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, einen der bekanntesten Lost Places des Landes, wenn nicht Europas, zu besuchen, dann kann ich mir diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Darum bin ich auch heute hier in diesem Lost Place, der, ja, wie schon gesagt, sehr bekannt ist. Ich denke mal, ihr werdet auch gleich erkennen, worum es sich handelt. Und welche Fotos kann man auch an einem bekannten Lost Place machen? Naja, ich mache die Fotos, die jeder macht, ist eh klar. Ich habe wieder 3 Fotos vor, die ich heute hier machen möchte. Zwei bekannte Motive möchte ich fotografieren, die man von da kennt. Das ist zum einen einmal dieser Sanitärraum, in dem ein Baum wächst, den habe ich mir jetzt schon angeschaut. Und nachdem ich ja normalerweise so Gebäude immer von unten nach oben erkunde, schon alleine aus Sicherheitsgründen, damit ich von unten immer sehe, wie schauen denn die Decken aus, auf denen ich dann später gehen werde, habe ich das da auch gemacht. Und dieser Baum ist meines Wissens, von unten habe ich da nichts gesehen, dass die Decke irgendwie komisch ausschaut. Aber das wird das erste Motiv sein, dieser Sanitärraum, wo diese Birke da aus dem Boden heraus wächst. Irgendwie ein ulkiges Motiv, möchte ich fast sagen. Ja, dann das zweite ist die Kapelle dieses Ortes. Da gibt es eine ja, doch schöne Kapelle, in der ein Symbol ist, das auch dann quasi namensgebend für den Szenenamen ist, dieses Gebäudes hier. Und der dritte wird dann vielleicht eine klassische Aufnahme sein von einem Raum, der ähnlich ausschaut wie hier, ein bisschen kleiner ist, der jetzt vielleicht nicht so ikonisch ist, aber doch für diesen Lost Place, für diesen Ort da stehen wird. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust, mir dabei zuzusehen, wie ich da meine Fotos komponiere, und würde sagen, jetzt gehen wir mal zu diesem ersten Raum mit der Birke. Boah, ich sag's euch, heute ist es ein bisschen kalt und da zieht es durch diese zerschlagenen Fenster ziemlich herein, weil wir sind da im obersten Stock. Richtig frostig ist es heute da, aber macht nichts, wir machen trotzdem natürlich unser Foto. Ich habe die Kamera bereits aufgestellt, ich starte auch das Video da, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, was ich mir da gedacht habe. Ich wollte den Baum jetzt nicht einfach so fotografieren, wie man üblicherweise kennt, dass man einfach da ja sehr plain und nüchtern ein Foto davon macht, sondern ich habe mich da in den Nebenraum hereingestellt und von dem Nebenraum durch diese zerborstene Glasscheibe, das ist so eine Fensterfront mit lauter kleinen Scheiben, schaue ich quasi durch eine Luke, wo das Fenster schon weg ist, in diesen Sanitärraum herüber, und da steht dann sieht man von unten herauf diesen Baum schön stehen da. Er hat natürlich noch kein Laub, dafür ist es noch zu früh, aber ansonsten gefällt mir das soweit ganz gut, wieder so eine Frame-in-Frame-Geschichte, wie wir es schon einmal hatten, nur da mit ein bisschen einem anderen Hintergrund halt. Ja, den Fokuspunkt setze ich auf den Baum direkt, und schauen wir schnell, die Blende habe ich auf 5,6, also gar nicht so weit zu, weil ich ja natürlich will, dass diese Rahmen da, dass die im Fokus bleiben. Wenn ich die Blendenvorschau aktiviere, sieht man auch, da ändert sich jetzt nicht allzu viel. Ihr wisst, normalerweise ist die Kamera ja auf der größten Blende, die sogenannte Arbeitsblende, damit möglichst viel Licht auf den Sensor kommt, um die Einstellungen vorzunehmen. Also solange ich die Kamera nur einstelle, ist die Blende ganz offen. Erst für die tatsächliche Aufnahme macht die Kamera dann die Blende zu für die tatsächliche Blende. Und wenn ich es vorher schon wissen möchte, wie wirkt sich denn die Blende auf das Foto aus, speziell auf die Schärfentiefe, dann gibt es da einen Knopf, der mir dann auch ohne Auslösung einfach die Blende einstellt, und dann kann ich erkennen, wie tatsächlich das Foto wird. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel mit der Blende, sagen wir mal, vielleicht holen wir uns noch das Histogramm, dass wir ein bisschen sehen, wie das ausschaut. Ich habe in dem Fall natürlich auch keine Probleme damit, dass das vorne dunkel ist. Das ist durchaus gewollt so. Und wenn wir jetzt schauen, und beispielsweise die Blende weiter schließen und dann die Vorwahltaste drücken, gut, dann sehen wir jetzt wenig, weil die Belichtungszeit zu hoch ist, aber dann sehen wir, dass der Teil da, ich muss das wegschalten, dass dieser unscharfe Teil da weitaus schärfer wird, wenn ich da zwischen Arbeitsblende und tatsächlicher Fotoblende umschalte. Darum möchte ich da jetzt eben, wie gesagt, mit der Blende ziemlich weit aufmachen auf 5,6. Damit habe ich im Raum eine ausreichende Schärfentiefe, um den Baum und auch den Hintergrund des Raumes scharf zu kriegen, und eine leichte Unschärfe in diesem Rahmen, durch den wir durchschauen. Ja, das wäre so meine Idee für dieses Foto.
relativ einfach zu komponieren, relativ einfach auch zu machen, weil ich brauche da weder Focus-Stacking natürlich, weil die Schärfen, die Unschärfen möchte ich ja haben, und ich brauche auch kein HDR-Foto. Ich muss keine unterschiedlichen Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen machen, weil mir in dem Fall auch ganz egal ist, dass da im Hintergrund der Himmel ausbrennen wird oder nicht, weil wir sind da schon noch im Histogramm nicht ganz am Rand, das geht sich aus, aber er wird jetzt nicht besonders toll sein. Aber es geht mir nicht um das, was draußen zu sehen ist. Daher würde ich sagen, wir machen das Foto. Mit einer 125. ist jetzt die Stativaufnahme natürlich auch nicht unbedingt notwendig, das ist klar. Das mache ich ja auch in erster Linie, damit ich euch möglichst einfach zeigen kann, wie ich das Foto mir da zurecht komponiert habe. Ja, das war's. Erstes Foto ist im Kasten. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die Kapelle an, wo ich mein zweites Foto machen werde. Wassersonnenstrahlen tanken. Ja, für dieses Foto von der Kapelle habe ich mich da auf dem Chor herum platziert. Auf meiner Seite fehlt da schon die Brüstung, bei euch ist sie noch vorhanden. Darum auch das Foto natürlich von dieser Seite. Einerseits ist es mir nicht im Weg, andererseits habe ich dann am Foto die Brüstung mit drauf, was natürlich schöner ausschaut, wenn das noch da ist, und auch unten ein Teil des Schriftzuges ist noch da. Ihr könnt es auch oben in der Mitte sehen, da ist ursprünglich dieses Symbol aufgemalt gewesen, das namensgebend für diesen Ort ist. Man kann es nur mehr erahnen, aber man kann es schon noch sehen, wenn man es weiß. Ja, und das Ganze wird ein Panorama werden, weil mit meiner 24er Linse kriege ich da nicht alles drauf. Das ist aber auch weder schlimm noch sonst irgendwie, eigentlich sogar vorteilhaft, weil ich dann natürlich ein viel höher aufgelöstes Bild habe. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch in der Kamera direkt, was ich vorhabe. Ihr seht, die Kamera ist da aufgebaut im Hochformat, damit ich eben in der Höhe einen maximalen Blickwinkel habe und mit einer Zeile auskomme. Das heißt, ich werde die Kamera da von links, diese Säule möchte ich noch mitnehmen, wegschwenken über den ganzen Bereich. Da machen wir schön Fotos, und dann möchte ich noch auch die Brüstung an der Rückseite da, das soll das letzte Foto werden. Also ein schönes Panoramabild, das auch dann dieses Foto dann noch mitnimmt. Ich zeige es euch schnell einmal auch da direkt an der Kamera. Die Rückseite der Kapelle rechts, diese Brüstung da. Und dann wird das Panoramafoto da rüber gehen. Dann haben wir da auch jetzt oben in der Mitte das namensgebende Symbol. Das ist also, hoppala, da quasi, kann man es noch ein bisschen erahnen. Und dann über den, ist es das Refektorium, der Altarraum? Weiß ich jetzt gar nicht genau, bis ganz nach links, bis daher. So, die Schärfe passt mir jetzt da nicht, sehe ich gerade. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen, dass wir da scharf sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt an den roten Kanten uns das anschauen, dann ist da ausreichend Schärfe gegeben. Mit der Blende, was habe ich jetzt, glaube ich, 9. Ja, Blende 9. Da haben wir also durchaus die wesentlichen Dinge im Fokus. Ich lege das Schärfequadrat noch einmal weiter nach oben, um da auch zu sehen, ja, also da hinten, auch da die Brüstung, da verliert sie sich ein bisschen. Vielleicht gehen wir doch mit der Blende auf 10, dann sollte man eigentlich von der Tiefenschärfe her auf alle Fälle im grünen Bereich sein. Dann schauen wir uns noch einmal das Histogramm an. Da sind wir hübsch an der linken Seite, das heißt, die hellen Teile sind da noch problemlos. Das heißt, in dem Fall könnte ich dann auch ein bisschen, ja, recht viel länger werden will ich gar nicht mehr, weil ganz ausbrennen soll das da auch nicht. Und solange wir an der linken Seite nicht anstoßen, also die dunklen Bereiche nicht absaufen, nicht in komplett 100% schwarz absaufen, ist das eigentlich in Ordnung. Gut, ich würde sagen, wir lassen das so. Beginnen, wie gesagt, da ganz links. Wir haben ein bisschen leider ein Problem mit den stürzenden Linien, weil ich leicht nach unten schaue, ein bisschen nach unten geschwenkt habe. Sollten wir uns das noch einmal anschauen.
Wenn wir da ein Stück nach oben gehen, dass die Kamera gerade ist, dann werden auch diese senkrechten Teile im Bild gerade. Seht ihr jetzt auf der linken Seite, diese Säule ist jetzt schön gerade. Gefällt mir persönlich besser, und unten diesen kleinen Bereich, den ich jetzt nicht mehr drauf habe, auf den kann ich gut verzichten, das macht mir gar nichts. Dann machen wir das erste Foto. Nummer 1, und jetzt mit dem Panorama achte ich immer darauf, dass der Bildbereich um 1/3 überlappt. Das heißt, ich suche mir einfach einen Teil, zum Beispiel da jetzt der Altar unten, der jetzt auf der rechten Seite da im Drittelpunkt ist, und fahre mit ihm einfach so weit rüber, dass er jetzt im linken Drittelpunkt ist. Damit habe ich jetzt einen um 1/3 Bildinhalt quasi geschwenkt und kann das nächste Foto machen. Und als nächstes suchen wir jetzt zum Beispiel, jetzt sehe ich diesen Bildinhalt und schiebe jetzt so weit nach rechts, dass der Bildinhalt im mittleren Drittel ist, also ungefähr so her. Dann habe ich wieder ungefähr um 1/3 verschwenkt. Wieder eine Auslösung mit 2 Sekunden Verzögerung mache ich das immer, damit wir da auch eine schöne Schärfe haben, keine Verwacklung durch meine Auslösung, das geht sich normalerweise aus. Jetzt nehme ich wieder diesen Teil der Brüstung und schiebe den da in das linke Drittel hinein, ungefähr so. Also ich suche mir da immer irgendeinen Punkt, der markant ist, da zum Beispiel jetzt die rechte Säule, die jetzt da in die Mitte wandern darf. Und als nächstes nehme ich wieder die Säule, weil die gerade so gut da ist, und schiebe die jetzt in das linke Drittel hinein, und dann dürften wir auch gut fertig sein. Da sehen wir schon, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr drauf haben. So sollte das eigentlich jetzt passen. Gut, somit ist das Panorama fertig. Die Fotos werden dann zu Hause zusammengesetzt, und ich hoffe mal, dass das da ein doch schönes Panoramabild dieser leider etwas verfallenen, aber zum Glück nicht so stark von Vandalen heimgesuchten Kapelle ist. Gut, ein Motiv haben wir noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches es das wird. Vielleicht werden es auch noch 2. Kann schon vorkommen. Okay, gut, marschieren wir weiter. So, das eigentlich letzte Motiv, aber ich glaube, ich werde noch eines machen. Eines habe ich noch in Erinnerung im Keller. Das werde ich auch noch machen. Aber das ist jetzt wieder so ein Schlafraum. Allerdings ist es ein kleiner Schlafraum. Ich wollte nicht oben den großen Schlafraum fotografieren, den ihr ja vom Video kennt, weil das ist auch so ein typisches Motiv da. Und ich habe mir gedacht, ich mache da jetzt ein Motiv, das jetzt nicht ganz so typisch ist. Ein kleiner Schlafraum, der, ich denke mal, früher schon mit 6 Betten bestückt war. Jetzt sind da 3 Betten auf einer Seite. Und ich habe mich da möglichst nah an die Wand zurückgestellt. Und zum Glück habe ich ja ein Klappdisplay, das ich da auf die Seite klappen kann, und somit auch von der Position jetzt gut beurteilen, wie das Foto ausschaut. Ich zeige es euch gleich wieder in der Kamera da. Vielleicht gehe ich da ein Stück hinunter noch. Naja, eigentlich passt es. Also ich hab wieder da versucht, möglichst frontal aus einer verzerrungsfreien Position, verzerrungsfreien Perspektive, also keine stürzenden Linien und gerade Horizonte, was diesen Raum da betrifft, das Ganze zu fotografieren. Und damit ich ohne Panorama auskomme, musste ich da einfach möglichst weit nach hinten rücken, weil ich wollte das jetzt dann nicht im Panorama aufnehmen, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Die Szene zeigt einfach jetzt da die 3 Betten. Man sieht da an der Seite, wir sind ganz offensichtlich in einem Lost Place, da ist schon der Verfall zu sehen, auch auf der rechten Seite fällt schon die Farbe von der Wand, und wir haben die 3 Betten mit diesen Nachtkästchen da. Das Einzige, was ich da jetzt machen werde, ist, dass ich da wieder ein HDR-Foto machen möchte, weil uns da jetzt die Sonne auf der Seite schön reinscheint. Das ist an und für sich ganz okay, dass man da ein bisschen einen sonnigen Einfall hat oder einen sonnigen Lichteinfall. Aber das bringt natürlich dazu, dass der Bereich da ein bisschen ausbrennt, wenn ich die Sache so belichte, dass der ganze Raum schön belichtet ist. Das erkennt man besonders dann oben auf dem Histogramm, dass wir da ganz rechts jetzt eine kleine Sache haben, die ein bisschen ausbrennt. Das heißt, ich werde einfach 2 Fotos machen. Von der Schärfe her habe ich schon geschaut, ich bin da jetzt auf Blende 13, das heißt relativ
eine kleine Blende, weil die Betten doch ein bisschen mehr zu uns herkommen und ich will die einfach knackscharf drauf haben. Ja, damit machen wir das erste Foto. So belichtet, dass der gesamte Raum gut belichtet ist. Und jetzt gehe ich einfach mit der Belichtungszeit so weit runter, dass im Histogramm, man sieht das rechts oben, dieses rechte, was da ganz rechts klebt, dieser rechte Teil, der soll sich ein bisschen lösen, will er nicht, der verschwindet einfach ganz gut. Dann gehen wir so weit runter, wie ich mir das denke, dass es richtig ist anhand des Displays. Das ist immer ein bisschen ein Ausprobieren natürlich auch, aber ich denke, das passt schon so. Man sieht auch, es ist nicht sehr überstrahlt. Damit kann ich diese beiden Bereiche dann, falls es notwendig ist, später dann zu Hause noch überlagern und ich habe eine schöne, insgesamt gut belichtete Szene von diesem Schlafraum da. So, jetzt machen wir noch ein letztes Foto und dann ist aber gut. Ja, mein letztes Motiv habe ich da in der Küche gefunden, habe auch meine Kamera schon postiert. Und zwar geht es da um ein Küchenregal, das da steht, eingeräumt. Ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass das wahrscheinlich nicht so original seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren da herumliegt. Das hat wohl jemand arrangiert. Trotzdem sind es Originalteile, die da sind. Das sind unzerdepperte, also unzerstörte Teller da dabei, ein Haufen Besteck ist da dabei, dann diese so keine Ahnung wie das heißt, diese Passiergeräte, ein paar Flaschen Wein, oben steht eine Pfanne, steht eine Pfanne, kann man sagen. Ich finde, das ist irgendwie lustig, das hat einen lustigen Flair, das ganze Regal schon ziemlich verrostet, auch die Teile natürlich verrostet. Ich habe meine Kamera jetzt so ganz einfach so aufgestellt, dass sie wiederum möglichst verzerrungsfrei ganz gerade auf dieses Regal schaut. Schärfe natürlich aufs Regal gelegt, diesmal die Blende etwas kleiner. Ich zeige euch da einfach schnell, wie das Ganze ausschaut bei mir in der Kamera. Diesmal im Hochformat natürlich, weil das Regal ja hoch ist. Von der Blende her sind wir auf Blende 8 und 6 Sekunden Belichtungszeit, ISO 100, weil da ist es natürlich etwas dunkel da herinnen. Und ja, man sieht ja schon anhand der Schärfe, des Focus Peakins, dass wir da eigentlich ganz gut dabei sind, was die Schärfe betrifft. Wir brauchen da keine großen Schärfentiefe, weil das ja ohnehin kein tiefes Regal ist. Das ist eine ganz einfache Komposition, aber ich finde im Detail ist es sicher ein bisschen interessant anzusehen, was da so herumliegt. Das soll mein letztes Foto werden. Ja, für mich ist jetzt Zeit, dass ich da wieder rauskomme. Es ist nämlich heute wirklich kalt und ich bin angezogen, ja, als wäre es Sommer. Es ist ja auch fast schon Sommer, zumindest da herunten. Und trotzdem ist mir kalt und ich bin jetzt froh, wenn ich da wieder draußen bin und in die Sonne kann. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und ihr konntet etwas mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Fotografieren. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal oder vielleicht auch jetzt gleich bei einem anderen Video von mir. Ciao und pfiat euch.